Moin zusammen. Wir haben in letzter Zeit nun häufiger über das Thema Dividendenaktien auf diesem Kanal gesprochen. Auch heute habe ich wieder eine solche Aktie für euch dabei, und zwar das Unternehmen Mondelez. Mondelez gehört zu den größten Süßwarenherstellern der Welt. Ich baue aktuell nach und nach eine Position in diesem Unternehmen in meinem Portfolio auf. Warum ich das genau mache und was das Unternehmen eigentlich überhaupt macht, das klären wir heute in diesem Video. Viel Spaß! Mondelez gehört in der Süßwarenbranche zu den Marktführern. Mit ihren Marken wie beispielsweise Milka und Oreo sind sie dort vertreten. Im Schokoladenbereich sind sie sogar auf Platz 2 der Welt mit einem Marktanteil von 12,7%, direkt hinter dem großen Konzern Mars. Im Bereich Biscuits dominieren sie sogar die Weltspitze mit einem Marktanteil von sagenhaften 17,5%. Damit sind sie weiteren Marken wie beispielsweise Barilla weit voraus. Die letzten Jahre verliefen für Mondelez wundervoll. Man konnte in einigen Teilbereichen im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Auch im Kerngeschäft, den Biscuits, konnte man sich von der Weltspitze weiter absetzen und ist mit Abstand der Marktführer. Im Bereich Schokolade steht immer noch weiterhin der Plan, Mars als Nummer 1 an der Weltspitze abzulösen. Aber was ist denn genau der große Vorteil dieses Geschäftsmodells? Schauen wir uns das Ganze doch mal ein wenig genauer an. Ein großer Vorteil ihres Businesses ist die Bindung der Kunden an ihre Produkte. Etwa 88% ihrer Kunden konsumieren täglich Snacks und 76% bleiben sogar beim Konsum einer bestimmten Marke treu. Bei einem breiten Spektrum an Marken und einem hohen Marktanteil bringt das natürlich einen massiven Burggraben mit sich. Durch Preissteigerungen lässt sich das Wachstum ohne weiteren Aufwand kontrollieren, aufgrund der Bindung der Kunden an die Marke. Das ist aber nicht das Einzige, wodurch Mondelez Wachstum generieren kann. Sie fokussieren sich vor allem in letzter Zeit auch immer mehr auf das Wachstum in den Emerging Markets. Das kommt dadurch, dass in den Developed Markets das Wachstum ein wenig ausgereizt ist und man aktuell nur noch im einstelligen Prozentbereich wächst. Dieses Investment hat sich über die letzten 4 Jahre aber auch schon extrem ausgezahlt. Man konnte in den Emerging Markets pro Jahr im Schnitt mit 13,9% wachsen, was mehr als doppelt so hoch ist als das Wachstum in den Developed Markets. Somit haben wir jetzt schon mal eine Vorstellung, warum das Geschäftsmodell von Mondelez so effektiv ist und wie sie ihr Wachstum in nächster Zeit generieren wollen bzw. generiert haben. Doch schauen wir jetzt nun einmal auf die konkreten Ziele in der Zukunft, die Mondelez gesetzt hat. Mondelez hat sich über die nächsten Jahre das Ziel gesetzt, ihr Kerngeschäft Chocolate, Biscuits und Baked Snacks auf 90% Umsatzbeteiligung auszubauen und ihre Position dort zu stärken. Das soll in der Zukunft vor allem durch Übernahmen ermöglicht werden, wie es bereits in der Vergangenheit auch schon mehrfach der Fall war. Was unter anderem aber auch für Investoren attraktiv sein könnte, ist die stetig steigende Dividende und das Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe über die letzten Jahre. Das hört sich in erster Linie natürlich alles grundsolide an. Doch warum ist dann der Aktienkurs in den letzten Wochen um über 20% eingebrochen? Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. In den letzten Wochen kam das Gerücht auf, dass Mondelez den Süßwarenhersteller Hershey kaufen möchte, was damit eine der größten Fusionen der Geschichte in dieser Branche sein würde. Hershey hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 38 Milliarden US-Dollar. Somit würde eine solche Übernahme die Gewinne der nächsten Jahre in Anspruch nehmen. Bezüglich der Übernahme gibt es aber noch kein konkretes Angebot seitens Mondelez. Eine solche Übernahme ist natürlich mit gigantischen Kosten verbunden, würde aber auch dafür sorgen, dass Mondelez im Schokoladenbereich Mars vom Thron stoßen würde und die Nummer 1 werden würde, mit einem geschätzten Marktanteil von 20-22%. Die Übernahme wird den Kurs wahrscheinlich aber kurzfristig unter Druck setzen, sorgt aber am Ende dafür, dass Mondelez wahrscheinlich schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar mehr Nettogewinn pro Jahr hätte. Das wäre eine Steigerung zum aktuellen Nettogewinn von knapp 50%. Fassen wir an dieser Stelle nun einmal zusammen. Der Kurs ist in letzter Zeit um etwa 20% eingebrochen. Was darauf zurückzuführen ist, dass Mondelez gerne Hershey übernehmen möchte. Das würde bedeuten, dass man Schulden in etwa 40 Milliarden US-Dollar aufnehmen müsste, um die Fusion durchzuführen. Im Gegenzug würden aber auch 2 Milliarden US-Dollar mehr Nettogewinn in die Kassen gespült werden, was eine Steigerung von 50% ist. Schauen wir uns nun einmal an, was der Kursrücksetzer mit den Bewertungen von Mondelez gemacht hat, ob vielleicht gerade ein Zeitpunkt ist, günstig das Unternehmen einzukaufen. Mit der letzten Korrektur sind auch die Bewertungen von Mondelez wieder etwas zurückgekommen. Das Unternehmen wird aktuell zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,68 gehandelt. Das Price-to-Sales-Ratio liegt ebenfalls nur noch bei 2,17. Attraktiv ist auch die aktuelle Dividendenrendite in Höhe von 3,07%. Und das, während das Payout-Ratio aktuell bei nur 44,76% liegt und damit noch einiges an Luft nach oben bietet für weiteres Dividendenwachstum. Aufgrund der meines Erachtens nach niedrigen Bewertungen im Zusammenspiel mit der Preissetzungsmacht aufgrund der Kundenbindung habe ich mich für ein Investment in Mondelez entschieden. Meine aktuelle Positionsgröße beträgt 3,29% und ich bin auch nicht abgeneigt, noch weiter zuzukaufen. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Schreibt auch mal eure Meinung zu der Aktie in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.